Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema, nämlich um Zählweisen in eurem Tennistraining. Den Timo, den kennt ihr aus meinen vorigen Videos. Und Timo, erklärt mal, warum Zählweisen im Tennis? Was ist daran so wichtig? Zählweisen sind wichtig, dass ich mich aufs Match vorbereite, in einem Match auch Situationen trainieren kann, wichtige Schlüsselpositionen, dass ich eine Routine für das Match bekomme und auch, dass ich Abwechslung auch im Training habe und nicht immer die gleichen normalen Zählweisen habe, sondern auch mal Anreize setze und Konzentrationshighlights setze. Genau, und dann starten wir jetzt mit unseren 18 Zählweisen und seid gespannt, das hebt euer Training auf ein neues Level. Versprochen. Kommen wir zur ersten Zählweise. Und das ist eine der Standard-Zählweisen, die kennt ihr alle. Wir werden es der Vollständigkeit halber hier einfach nur erwähnen, werden da nichts großartig zu zeigen. Das 1-0, 2-0-Spiel wird häufig bis 7 oder bis 11 hat sich so eingebürgert. Du kennst den 15er noch ganz gut. Ne? 15er mache ich auch sehr gerne. Ist ein bisschen anstrengender, ein bisschen länger. Genau, bis 21 mit Seitenwechsel kann man machen. Ich denke, da gibt es nichts großartig mehr sonst zu sagen. Die nächste Zählweise, das einfache Standard 15-0, 30-0. Auch darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Worauf ich aber jetzt eingehen möchte, ist das 15-0, 30-0 mit No-Add, also die normale Zählweise mit No-Add-Regel. Wird heute auf der Profitour schon häufig im Doppel angewandt und da geht es um was? No-Add bedeutet, dass der nächste Punkt über den Sieg des Spieles entscheidet. Das heißt, ein Punkt wird gespielt und wer den gewinnt, bekommt das Spiel. So, und wann ist das in meinem Training relevant? Wann kann ich das anbieten? Nämlich dann, wenn die Spiele kürzer werden sollen, wenn die Spielzeit verkürzt werden soll. Und natürlich auch, um das No-Add ein wenig zu schulen, zu lernen. In manchen Turnieren ist es auch Standard und Vorgabe, daher nicht verkehrt zu wissen, wie gespielt wird. Und es ist natürlich auch immer eine Entscheidungssituation, eine Drucksituation, die euch hilft, eure Schüler in diesen Momenten besser zu machen. Bei der nächsten Zählweise mit 15-0, 30-0 geben wir eine Sonderregel vor. Das heißt, wir bestimmen einen Schlag. In dem Fall nehmen wir jetzt mal die Vorhand. Dass, wenn wir es schaffen, mit einem Vorhandgewinnschlag den Punkt zu beenden, dann haben wir das Spiel automatisch gewonnen. Das heißt, die Zählweise wird gestoppt und nehmen wir an, es stand 30-0. Ich mache einen Vorhandwinner, dann habe ich sofort das Spiel gewonnen und es geht weiter. Diese Zählweise bietet sich natürlich an, wenn ihr gewisse Schläge, speziell in einer Spielsituation üben wollt. Also es muss ja nicht der Vorhandgewinnschlag sein. Ihr könntet den Stopp zum Beispiel mit beinehmen. Ist auch ein schönes Beispiel. Wer es schafft, mit dem Stopp einen Punkt zu machen, erhält sofort das Spiel. Das Spiel wird wieder verkürzt. Man könnte da einen Satz spielen, wer zuerst einen Satz hat. Denn die Spiele gehen ja relativ schnell rum, sofern die Aufgabe erfüllt wird. Eine sehr schöne Zählweise, wenn ihr unterschiedlich starke Spieler habt. Das ist eine Handicap-Spielform. Und da empfehle ich euch, Folgendes mal auszuprobieren. Ihr startet 15-0, 30-0, ganz normale Zählweise und spielt erstmal das erste Spiel aus. Der Gewinner dieses Spiels erhält einen 0-15 Rückstand im Folgespiel, hat es also deutlich schwieriger. Sollte der Aufschläger oder der Spieler, der 0-15 hatte, dann das nächste Spiel gewinnen, dann hat er im nächsten Spiel ein 0-30 gegen sich. Sollte er das Spiel auch noch gewinnen, hat er ein 0-40 gegen sich. Sollte der andere Spieler dann das Spiel gewinnen, mit seinem Vorsprung, dann hätte er von 0,40 wieder 0,30 Rückstand und so weiter und so fort. Versucht es mal aus und spielt mal einen Satz mit dieser Regel. Ja, kommen wir zur nächsten Zählweise, die mir sehr am Herzen liegt. Das mache ich sehr gerne. Das ist die sogenannte Fahrstuhlzählweise. Man stellt sich vor, man ist in einem Fahrstuhl und startet auf 5. Und wenn ich gewinnen will, muss ich auf Stufe 10. Wenn ich verloren habe, bin ich bei Stufe 0. Das heißt, immer wenn ich ein Ziel erfüllt habe, kriege ich einen Punkt. Wenn ich es nicht schaffe, wird einer abgezogen. In unserem Beispiel ist es so, dass wir in ein Zielfeld spielen, länger als T-Linie. Treffe ich das Zielfeld, kriege ich einen Punkt mehr und gehe damit nach oben. Treffe ich es nicht, geht es wieder nach unten. Ziel ist es, auf 10 zu kommen oder zum Verlieren dann auf 0. Ins Erdgeschoss. Ins Erdgeschoss dürfen wir nicht kommen, genau, in den Keller. Ja, und bei der möchte ich noch ergänzen, was passiert, wenn die Zeit, also wenn das jetzt ständig so geht, plus 6, 7, 6, 7 und es gibt kein Ende, dann entweder, wenn der Korb leer ist, bin ich dann positiv über 5 oder bin ich unter 5 und derjenige ist dann der Gewinner, entweder der Trainer oder der Spieler. Oder ihr macht es auf Zeit, geht auch 1 Minute Zeit und wer dann eben über 5 ist,
positiv oder eben negativ gewinnt oder verliert. Ja, wir haben gerade gesagt, jetzt kommt eine geile Übung. Willst du sie präsentieren oder soll ich? Komm, mach du. Also wir spielen auf einen Zielkorridor, wir spielen Vorhand-Cross und machen uns ein Feld. Wenn ich das Feld treffe, kann ich den Punkt nur gewinnen, nicht mehr verlieren und habe damit eine höhere Chance, logischerweise das Spiel zu gewinnen, weil ich zuerst den Korridor getroffen habe. Ja, auch hier wieder sehr flexibel. Wir zeigen es jetzt hier in dem Beispiel mit einem Vorhand-Cross. Und natürlich alles Mögliche denkbar. Ihr könnt es für Anfänger auch über die T-Linie machen. Spiel ist erst offen, wer zuerst über die T-Linie spielt oder wer 2- bis 3-mal über die T-Linie gespielt hat. Oder ja, auf der Rückhandseite. Total flexibel, eine gute Übung. Erst miteinander und dann gegeneinander. Richtig? Ja. Alles klar. So, wir haben gerade diskutiert. Ob die Übung, die wir jetzt vorstellen, ob es die Regel noch im Volleyball gibt, aber die kommt eigentlich aus dem Volleyball, lässt sich aber wunderbar ins Tennistraining mit einbauen. Relativ einfach. Punkten kann nur der Aufschläger, das heißt nur der den Aufschlag hat, kann den Punkt auch gewinnen. Ja. 1-0, 2-0 wird gezählt. Wenn ich als Aufschläger den Punkt gewinne, bleibe ich Aufschläger. Es geht weiter. Wenn der andere den Punkt macht, passiert gar nichts. Das heißt, ja, es bleibt bei dem Spielstand und der andere Spieler wird dann zum Aufschläger. Genau, ich muss mir das Aufschlagrecht zurückholen, damit ich punkten kann. Ja, kommen wir jetzt eigentlich zu einer meiner Lieblingszählweisen und das ist die Big Point Zählweise. Die ist ein bisschen komplizierter, deswegen ja, blenden wir es euch ein und zeigen, wie das praktisch funktioniert. Wir haben einen Aufschläger, wir haben einen Returnspieler und es ist jetzt die Aufgabe für den Aufschläger, 2 Punkte erstmal in Folge zu gewinnen. Wenn er das schafft, wird ein sogenannter Big Point gespielt. Bei dem Big Point wird das Aufschlagrecht wechseln. Das heißt, derjenige, der gerade Return gespielt hat, ist dann der Aufschläger und es wird jetzt der Big Point, der Entscheidungspunkt, ausgespielt. Bei diesem Entscheidungspunkt darf der Rückschläger, der dann einen Rückschlag hat, entscheiden, von welcher Seite der Aufschläger aufschlagen soll. Und dieser Punkt entscheidet dann letztendlich, ob ja, der Aufschläger bleiben darf oder der Rückschläger zum Aufschläger wird. Punkten kann erstmal also nur der Rückschläger und wenn der Big Point ja, erfolgreich verteidigt wurde, bleibt der Rückschläger auch der Rückschläger. Wird der Big Point verloren vom Rückschläger, wechselt wie gesagt das Aufschlagrecht und das Ganze geht andersrum. Sehr interessant. Hast du es im Training schon mal gemacht? Habe ich auch schon gemacht, ist sehr komplex. Ja. Aber es macht auch sehr viel Spaß, wenn man es dann mal geübt hat. Also probiert es auch aus, schaut es euch an. Ja, weil hier auch wieder die Drucksituation komplett gegeben ist. Die Spieler wissen, es gibt nur noch einen Punkt, der ist entscheidend. Wenn ich den verliere, muss ich wieder 3 Punkte in Folge gewinnen, um mir das Aufschlag bzw. das Returnrecht wieder zurückzuholen. Ihr seid auf der Suche nach noch mehr Input, dann schaut euch unser erstes professionelles Video an mit dem Namen 160 Übungen für Tennistrainer und Schüler. Dort findet ihr alles, was ihr braucht für eure perfekte Übungsstunde. Alle Informationen dazu unten in der Videobeschreibung mit dem Link. Holt's euch und viel Spaß. Kommen wir zu Punkten mit Vorgabe. Das heißt, man kann nur punkten, wenn man eine gewisse Aufgabe, in dem Fall, was wir heute machen wollen, ist mit einem Netzangriff, mit einem Volley den Punkt beenden. Nur dann kann ich den Punkt auch gewinnen und alles andere zählt nicht als Punkt. Ja. Das ist eine ganz interessante Zählweise, weil sie animiert natürlich eure Spieler endlich mal ans Netz vorzurücken. Ja, ganz häufig im Training. Ne, spielen, ja. Ganz häufig im Training, bloß keine Volleys spielen und so weiter. Und mit dieser Zählweise könnt ihr genau das verhindern, denn ohne Volley keine Punkte. Also zwingt ihr quasi die Spieler ans Netz zu gehen und Erfahrung mit dem Netzspiel zu sammeln. Sehr gute Methode, wie wir finden, und probiert es mal aus. Ja, ist mal was anderes. Ja, Timo, du kennst das bestimmt aus deinem Training. Ja, es wird stur einfach nur Aufschlag, Return und Punkt ausspielen gespielt. Ich empfehle euch mit einer folgenden Zählweise das Ganze umzustellen. Denn ihr könnt euren Schülern wunderbar eben Aufschlag, Return und Folgebälle vorgeben, bevor der Punkt überhaupt zählen darf. Das heißt, in unserem Fall, was spielen wir jetzt vor?
Weißt du es noch? Okay, dann sage ich, er weiß nicht mehr. Ja, Aufschlag zum Beispiel, der Return soll Longline gespielt werden und der Folgeball soll Cross gespielt werden. Erst wenn ihr das kooperativ schafft, dann zählt der Punkt. Das heißt, auf die ersten 3 Schläge wird kooperativ eigentlich eine Spielsituation generiert und erst wenn diese klappt, zählt der Punkt und der Punkt wird dann frei ausgespielt. Hat den Vorteil, dass man dann auch Sequenzen abspeichert und die dann wieder abrufen kann, wenn es dann im Match dazu kommt. Ne? Und ich nicht groß überlegen muss, sondern ich mache einfach. Ja, ganz genau. Ihr solltet nicht auf die ersten 3 Vorgaben, wenn ihr jetzt 3 Vorgaben macht, auf die ersten 3 Vorgaben Vollgas spielen, sondern das soll ein kooperatives Spiel sein, was realistisch natürlich ist. Also ja, jetzt natürlich auch nicht eiern, aber eine deutliche Reduzierung des Tempos, damit ihr möglichst häufig diese Vorgabe eben halt auch schaffen könnt. Ihr habt da komplett freie Wahl, das ist nur ein Beispiel von bestimmt 20, 30 Kombinationen, die man daraus kreieren kann. Ja, kommen wir zu der Zählweise der Plus- und Minuspunkte. Ganz interessant, vor allen Dingen fürs Aufschlagtraining, Timo. Man baut eine Zielzone auf und wir versuchen, die Zielzonen anzuservieren. Schaffen wir das, kriegen wir Pluspunkte und können eine Zielzone im Ziel machen, noch sozusagen, einen kleinen Bereich, wo wir +2 Punkte bekommen. Servieren wir daneben, gibt es einen Minuspunkt und der Worst Case ist, er geht ins Netz, gibt es -2 Punkte. Wir wollen nämlich alles, nur nicht ins Netz spielen. Das Netz ist immer -2, könnte auch -3 geben, dann hat man noch ein bisschen mehr also der Aufschlag Motivation. Muss rüber erstmal. Genau. Ne? Also -3 zusammen oder -2 zusammengefasst fürs Netz, -1 für nicht im Feld, +1 für im Feld und +2 vielleicht auf eine Markierung, auf ein Hütchen, auf eine Pyramide. Könnt ihr machen, wie ihr gerne möchtet. Kommen wir zur nächsten Zählweise und das ist relativ interessant, nämlich wer zuerst x Punkte macht, erhält y. So, darunter könnte man sich jetzt vorstellen, wer zuerst 2 oder 3 Punkte in Folge schafft, bekommt einen Bonuspunkt. Ne? Das heißt, er zählt dann nicht 3 Punkte, sondern er kriegt noch einen extra Punkt, einen 4. Punkt. Ist der Anreiz, dass man eine Punkteserie schafft, ist gegeben und man möchte diesen Extrapunkt, weil wenn man dann nach 3 Punkten nach 2 Punkten den Extrapunkt nicht macht, dann ärgert man sich doppelt, wenn man 2 Punkte eigentlich verliert. Genau, richtig. Und wenn ihr das Ganze in einer Gruppensituation habt, also ihr macht ein Gruppentraining, könnte man das auch in einer Spielform so durchspielen, dass wenn zum Beispiel Spieler A 2 Punkte in Folge schafft, bekommt Spieler A einen Bonusball angespielt. Also er kann sich einen Bonusball verdienen über 2 direkt erzielte Punkte. Und dieser Bonusball könnte aussehen, zum Beispiel ein Schmetterball aus leichter Position, ein Angriffsball aus leichter Position. Und wenn er diesen Punkt auch noch gewinnt, dann hat er eben den Bonuspunkt gewonnen. Ja. So, unsere nächste Zählweise ist ziemlich bekannt und eine der populärsten Spiele eigentlich und Zählweisen, die es im Tennis gibt. Das Ganze nennt sich King of the Court und funktioniert in erster Linie vor allen Dingen mit ab 3 Spielern. Das heißt, wir haben 2 Aufschläger und wenn die 2 Aufschläger 2 Punkte in Folge gemacht haben oder eine gewisse Punktzahl nacheinander erzielt haben. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also wenn die Aufschläger zum Beispiel 2 Punkte gemacht haben, dann wird gewechselt. Dann wechselt der Aufschläger, der zuerst 2 Punkte hat und wird dann King auf der anderen Seite. Und wer auf der King-Seite die meisten Punkte macht, gewinnt am Ende dann das Spiel. Also wer zum Beispiel zuerst 10 Punkte hat als König, als King, gewinnt das Spiel. Könnt ihr auch variieren, ob ihr jetzt 2 Punkte in Folge macht, 3 Punkte, 5 Punkte. Ich habe ein nettes Video gemacht auf tennistraining-online.com. Da könnt ihr auch mal, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auch mal ansehen, da habe ich verschiedene Variationen von King of the Court und Zählweisen durchgeführt. King of the Court mit Handicap. Da gibt es Dutzende Sachen und könnt ihr eurer Kreativität einfach freien Lauf lassen oder tennistraining-online.com euch angucken. Genau, so macht er es. Bei unserer nächsten Übung geht es um Zeit und Treffer. Das heißt, ich möchte versuchen, in einer Minute möglichst viele Treffer mit meinem Partner zu schaffen. Gibt es einen Fehler, spielt der Trainer einen neuen Ball an, wir verlieren Zeit. Spielen wir zu hoch, verlieren wir auch Zeit. Das heißt, es geht um eine Frequenz, um eine hohe Frequenz, um möglichst viele Treffer in dieser Minute zu schaffen. Genau, das Video habe ich auch als YouTube-Video. Ich verlinke euch oben in der Infocard, könnt ihr euch angucken.
Wir haben ich habe die Übung mal von 2 ATP-Spielern in Offenbach, glaube ich, mir mal angucken lassen. Die haben in einer Minute die Bälle hin und her geschlagen, als gäbe es keinen Morgen, keinen Fehler gemacht. Und ich glaube, am Ende standen 46 oder 48 in einer Minute auf der Uhr. Das ist unheimlich gut. Wenn ihr mit euren Schülern über 30 schafft, dann seid ihr schon sehr, sehr stark. Ja? Aber auch dieser Ansatz, so viele Treffer wie möglich auf eine Zeit, könnt ihr natürlich auch für alle anderen Übungen nutzen. So viele Treffer wie möglich, 1 Minute Vorgabe, spielt den Ball ins Zielfeld. Wer nach einer Minute die meisten hat, gewinnt. Ihr habt Zeitdruck, aber auch die Drucksituation natürlich wieder drin. Und könnt so eure Schüler nochmal deutlich mehr fordern. Ja, eine schöne, herausfordernde Zählweise ist die, wer kennt es noch von euch, Schlag den Raab oder heute Schlag den Star, heißt es, glaube ich. Früher Schlag den Raab, einer meiner Lieblingssendungen. Da ist das Ganze so ein bisschen geboren worden und funktioniert wie folgt. Ihr macht mehrere Spiele gegeneinander mit dem Unterschied, dass Spiel 1 1 Punkt wert ist, Spiel 2 2 Punkte wert ist, Spiel 3 3 Punkte wert ist und so weiter und so fort. Ja? Also je höher oder je weiter ihr fortschreitet, desto mehr Punkte bringen die Spiele, die ihr gewinnen könnt. Sowas bietet sich perfekt an, wenn ihr zum Beispiel mal ein Event machen wollt. Ja, Event, eine Weihnachtsstunde, eine Osterstunde, ein Event bei eurem Tenniscamp. Und was ihr da für Spiele machen könnt, habe ich in meinem populärsten Video zusammengefasst. Das Ganze nennt sich 46 Tennisspiele für eure Tennis-Spaßstunde. Ich verlinke euch hier in der Infocard. Guckt es euch an, 46 Spiele und ich habe davon sogar auch noch eine Fortsetzung gemacht, nochmal mit 32 Spielen obendrauf. Auch nochmal in der Infocard für euch. Probiert es aus, perfekt eigentlich für alle möglichen Events, die ihr machen könnt. Bei unserem letzten Zählweise geht es darum, möglichst viele Ballwechsel zu schaffen. Das heißt, wenn ich den Ball 6 Mal hin und her spiele, mache den Fehler, bekommt der andere 6 Punkte. Wenn ich mit dem 7. Ball den Punkt mache, bekomme ich 7 Punkte und ich addiere das. Da ist es wichtig, je höher die Anzahl ist, desto wichtiger ist es, den Punkt dann zu gewinnen von Ballwechsel. Genau, auch hier haben wir wieder die Drucksituation drin, ne, die man hat. Man möchte natürlich den Fehler nicht machen oder den Punkt nicht verlieren, wenn vorher eben entsprechend 10 Bälle hin und her geschlagen wurden und es dann entsprechend um 10 Punkte geht. Ne? Also hier nochmal der besondere Reiz der Übung im Vordergrund. Das waren sie, unsere Ideen. Wisst ihr noch welche? Wenn ihr noch welche wisst, schreibt es uns einfach in den Kommentaren. Wir sind gespannt, ob euch auch noch welche einfallen. Aber ich glaube, den Großteil haben wir hier abgefrühstückt, sage ich mal. Ja? Ja, also ich denke, gerne mehr Input, gerne mehr Variationen, mehr Anregungen. Freuen wir uns auch drüber. Ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Martin und Timo. Bis dahin. Ciao. Ciao.